In dieser Folge erkunden wir Churchill, ein Ort, der mit und von Eisbären lebt. Das heißt, die Menschen hier haben Eisbären in ihrem Alltag. Und ob das gefährlich ist und wie das überhaupt ist, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ihr wisst, Lukas und ich, wir gehen sehr gern zu Fuß raus und suchen Tiere so. Das haben wir auch schon mit Tigern gemacht. Aber Eisbären sind wirklich was anderes. Weil das sind die einzigen Tiere, die dauerhaft ein Mensch auf der Speisekarte haben können. Wir haben da jetzt ein riesengroßes Männchen, was Kurs auf unsere Mutter mit Baby zunimmt. Wir hören hier mal Eisbär, Klimawandel, komplette Katastrophe. You're living with polar bears. Man hat immer eine gewisse Grundanspannung. So we always have to be aware. Das sind ehemalige Gletschergebiete. Der Gletscher hat das Gebiet richtig rausgeschliffen. Belugas sind die gesprächigsten aller Wale. Obwohl ich mich sehr gut mit Wildtieren auskenne und extrem viel Erfahrung habe, das habe ich noch nie gemacht. Man ist jetzt an einem wilden Ort, an einem abgelegenen Ort und das Abenteuer geht los. Hier wohnen Leute, aber das ist nicht getrennt von der Natur. Also jederzeit, ich meine die erste Warnung sofort, überall jederzeit können Eisbären auftauchen. Und wir können jetzt einfach an einem Parkplatz vorbeilaufen. Geil! Nur ein schönes Gefühl. Gemeinsam mit Canada Fever haben wir die Möglichkeit, nach Manitoba zu kommen. Ihr kennt Kanada, das ist meistens BC. Diesmal sind wir aber in Manitoba. Unendliche Weiten, knapp 1,2 Millionen Einwohner auf einer unendlich großen Fläche. Das können Sie sich eigentlich nicht vorstellen, wie dünn besiedeltes Land ist. Und jetzt geht es zu den Eisbären nach Churchill. Ich bin jetzt gerade hier angekommen und unseren Mietwagen ab für die nächsten paar Tage hier in Churchill. Hey! Hey, how's it going? Good. Und dann gehen wir auf Eisbärsuche alleine mit unserem Auto. Und das ist so ziemlich der einzige Ort auf der Welt, wo wir das machen können. So, die zwei Autoexperten melden sich jetzt. Wir haben überhaupt keinen Plan. Wir haben jetzt gerade gedacht, das ist ein Ford Ranger, aber nein, das ist der viel größere, das ist der F-150. Gibt es in Europa, glaube ich, gar nicht, oder korrigiert es mich gerne, wenn ihr Ahnung von Auto habt. Wir haben beide keinen Plan von Autos. Ist auch kein Parkplatz mit zu Hause. Aber. Also wenn du sicher sein willst vom größten Landraubtier der Welt. Das perfekte Auto, um hier die Tundra zu erkunden. Wir werden ja nicht nur in der Stadt rumfahren, wir werden hier das ganze Gelände fahren, auf der Suche nach Eisbären. In so einem großen Auto fühlt man sich sicher vor dem größten Landraubtier der Welt. Gerade gelandet und jetzt Auto abgeholt. Jetzt haben wir uns noch ein paar Instructions geben lassen, wie wir draußen sicher unterwegs sind, weil es ist zwar immer alles lustig und so, aber es kann richtig viel schief gehen da draußen. Deswegen werden wir uns von den Locals ein paar Meinungen holen, ein paar Expertisen holen, wie wir da richtig damit umgehen. Der Fabian, der weiß eh sowieso. Liegen bleiben im Funkloch wäre nicht so gut. Genau. Also deswegen sehr vorsichtig, obwohl wir jetzt eigentlich voll mobil sind, sehr vorsichtig vorgehen und einmal lernen und dann selber rausgehen. In Churchill macht man sehr viel mit dem Auto, aus Sicherheitsgründen. So, erster Struggle. Wir wissen gar nicht, wie wir das Auto ankriegen. Angeht. Sehr Aber gut. wie kann ich es in Drive packen? Ach, hier. Ah, hier unten wird es angezeigt, okay. Weil es gibt hier keinen Schaltknüppel, wo ich auf Drive stellen kann, weil es ist ja schon Automatik, also as easy as it geht. Lukas hat sich nicht angeschnallt, sehe ich sofort. Ihr müsst euch vorstellen, wir stehen jetzt gerade auf der einzigen Tankstelle an der nördlichsten Orte von Kanada, wo die ärgsten Autotypen überall rumstehen. Und wir werden jetzt gleich das Auto abwürgen. Ja, erstmal hier. Richtig amateurhaft. Ja, Glück wird egal. White Whale Lodge, direkt am Meer. Unser Zuhause für die nächsten paar Tage. Oh, hier ist geile Mural an der Wand. Schau, der Zaun ist rundherum. Warum ist da ein Zaun? Damit man keine Eisbären im Zimmer hat. Alter, geil. Jupp.
Please close gate behind you. Ja, immer aufpassen. Man kann jederzeit und überall einem Eisbär begegnen. Also das ist kein Scherz. Und deswegen ist alles eingezäunt. Und das hier ist das Haus, die Lodge. Wir stehen komplett alleine da in der Tundra. Rundherum ist nichts. Und da ist gleich das Meer. Der Polar Bear Highway. Ne? Die laufen hier ab und auf und ab die Küste. Ja, also wir können praktisch hier bleiben und auf Eisbären warten. Und deswegen ist es extrem wichtig, abzuschließen. Wenn man Churchill heute gründen würde, dann wäre es ganz sicher nicht an dieser Location. Das hat man damals gemacht, weil hier ist eine große Flussmündung und die Trapper konnten Felle aus dem Inland hier in die Küste bringen, die dann weiter transportiert werden. Was man nicht bedacht hatte, ist, dass hier ist ein Hotspot für die Eisbärwanderung. Die Eisbären, die, wenn das Meereis schmilzt, an Land kommen, patrouillieren hier auf und ab die Küste. Und eben das Besondere ist, wegen diesem großen Flusssystem hier, kommt so viel kaltes Süßwasser in die Bucht, dass hier die Bucht als erstes friert. Das heißt, hier gibt es das erste Meereis, auf das die Bären wandern können, um Robben zu jagen. Und das bedeutet, aus einer riesigen Region sammeln sich alle Eisbären direkt hier um Churchill rum, wo die Menschen leben. Das klingt jetzt für uns Europäer vielleicht ein bisschen abwegig, aber für Nordkanada war für längste Zeit der Pelzhandel der größte Wirtschaftszweig mit Abstand. Und auch jetzt, wenn man mit den Locals spricht, viele waren bis vor kurzem oder sind teilweise noch Trapper. Das heißt, sie stellen Fallen, sie fangen Tiere für deren Pelze. Und deswegen gibt es Churchill nur, weil hier hat die Hudson Bay Company damals ihr Lager aufgeschlagen, um die Pelze von den Trappern zu übernehmen und weiter nach Europa zu verschiffen. Alter, ist das gemütlich. Guck mal, kann man schön sitzen, mit einem Wein in der Hand, Fernglas und beobachten die Eisbären. Ist das schön. Wir wohnen nicht in der Stadt Churchill, sondern etwas außerhalb in der Wild Whale Lodge. Die Lodge ist deswegen so besonders, weil sie, wie gesagt, nicht in Churchill liegt, sondern außerhalb. Und das ist in Churchill etwas ganz Besonderes, weil man eben von Eisbären umgeben ist und rund um die Lodge dementsprechend ein Zaun aufgestellt ist, damit die Eisbären nicht zu nahe kommen, weil sie doch sehr neugierig sind. Die Lodge ist super gemütlich eingerichtet und man kann auch, wenn man hier drin sitzt, wo wir uns auch gerade befinden, Eisbären direkt aus dem Fenster beobachten. Wir haben uns jetzt schon richtig gemütlich eingerichtet in der White Whale Lodge, unserem Zuhause, für die nächsten paar Tage auf der Suche nach Eisbären. Also man fühlt sich auch gleich zu Hause. Übelst geile Wohnzimmer-Vibes. Mit einem Kamin, Sitzgruppe, hier kann man chillen, über die geilen Sachen reden, die wir nachher erlebt haben werden. Hier sind unsere Ladestationen für die ganzen Kameras. Lukas hat sich schon ein kleines Büro eingerichtet. Wir haben jetzt schon ein paar Tage in der Tiger gefilmt und so. Also es gibt schon viele Terabyte Material, die gesichtet und sortiert werden müssen, bevor wir zu Hause ankommen. Sachen gepackt, Kameras wieder voll geladen. Ab ins Auto und auf Safari, denn das alles ist Eisbärland. Hier kann jederzeit einfach ein Eisbär vorbeilaufen. Also sonst sind wir immer abseits vom Habitat, wo wir Daten sichern und wo wir arbeiten. Jetzt sind wir einfach mittendrin. Also wir könnten einfach draußen sitzen und schauen, ob da am Strand irgendwo ein Eisbär rumlungert. Org, ich finde es so geil. Genau, also es gibt keine anderen Gebäude ringsrum. Wir sitzen einfach mitten in der Tundra am Meer, wo die ganzen Eisbären rumlaufen. So schöne. Also wir sind es nicht gewohnt, so schön zu wohnen. Ja. Die Suche nach wilden Eisbären auf eigene Faust ist echt ein anderes Kaliber. Und obwohl ich mich sehr gut mit Wildtieren auskenne und extrem viel Erfahrung habe, das habe ich noch nie gemacht. Und anstatt sich da jetzt blind reinzustürzen und einfach mal zu versuchen, wie das geht, wollen wir das richtig angehen und vor allem sicher angehen. Deswegen haben wir uns Kate an die Hand geholt und die wird euch jetzt erzählen, wie man wirklich als Profi mit Eisbären umgeht, ohne Zwischenfälle zu riskieren. Okay, so we can jump on out now. I am Kate. I am originally from New Zealand, but I've found myself here in Churchill, Canada to be basically a wildlife guide. So I ask that everyone stays together, and then if at any point I need you to get back to the van, we're going to stay on this side of the plane and you're going to come back immediately to the van.
Cool. This is my second season. I used to work in corporate agriculture, strangely enough, but I had split my time between working in a corporate profession and quitting and traveling the world for 2 years. So I had a nice little circuit going on, and when I was traveling the world I was doing a lot of guiding around the world. So I made the decision actually in 2019 to get into full-time guiding, polar guiding specifically, because I had a dream to come to Churchill. Since I was a kid, I think I watched Polar Bear Town, saw the belugas and polar bears and was like, that's it, I'm going there. Ideally, if you was closer, I would be asking you to keep your doors and things open as well. There is a bit of a breeze, which is making it a bit more challenging, but we'll leave the doors on the other side open so that if for whatever reason you've got somewhere to get into without restrictions. Gotcha. Learning by doing. Wir sind jetzt mit Kate unterwegs, um den sicheren Umgang mit Eisbären zu lernen, wie man sie findet und wie man sich verhält, wenn man einen findet. So what's the first thing I do when I leave the car and I want to like check for bears? First thing I do generally is pick up some throwing stones and some banging stones. Yeah. There's a couple of different theories with them. With this we want to make artificial noise. I know people will pick up sticks as well, big sticks, and drag them behind. They seem to be a bit more alert of artificial noise. Less so than if we were just talking. I do know people also in this area will actually only use the rocks to bang when they've got sight of a bear as a technique to get it to move further away from them. So there's a couple of different ways that you can do it. I personally do it to try and scan the area, whereas others will use it only as a technique to move the bear behind. Just so to get them curious, see some movement. Yeah, so I'll use a few stones to like throw, bang on different things. In this case, I'll throw it onto the plane because it's metal, which I did on the way up. Or if you've got a big stick or something, just dragging it along stones and things like that, just to try and get, if there is something out there, it to pop its head up, or so that you can see some form of movement when you're scanning an area. If it doesn't move, it's really difficult to see where it is. So seeing that you're carrying a gun, Yes. we don't have a gun. Is it mandatory to have one walking around here, like in Svalbard? It's not mandatory, but it is highly recommended. Actually, it's recommended that you do all your tourism activities with a local tourism provider, and there is a few in town that do wildlife tours, or you can get private bear guards and guides as well, because the locals around here particularly, they know this area so well. For them, they have a really healthy respect for bears. So they want to be able to continue to live in their home. This is a town in the middle of a migration route. Today, they wouldn't build a town in the middle of a bear migration route. Tourism is a hugely important part of the economy in this area, but they also recognize that it can be quite, I guess, dangerous in that regard. So if anything was to happen, it doesn't just happen to the people, it also happens to the bear. These guys can show up anywhere, and the last thing anyone wants to do is to have to shoot a bear. Like, we carry firearms, but it is a last resort. Really, we want to be doing everything we can to mitigate the situation so it never gets to that point. One of the main reasons that I ask you to stay here, I've got good visual behind me, across the landscape here, and we've got good access back down to the van. If the bear would start walking towards us or being interested in us, what do? Do we immediately retreat at that distance? So personally, I would. If he starts making movements from here, I would start considering moving people closer to a vehicle until we establish what he's going to do, and then there may be instances where we can get reasonably close, but we want to be in an area that we're close to a vehicle and we've got good visual all around us. So in a situation where there's a lot of rocks around, I would start moving people back to a vehicle. At first I thought like getting out of the vehicle and stumbling over a bear here is the worst case scenario, but now I'm thinking, what if I'm looking here and then a bear comes out there and it's between me and the car? Like, exactly, and that happens. Yeah, and it's definitely happened before. People have been far away from the vehicle and then they're not able to get back to the vehicle because one has gone and sat nearby the vehicle. Okay, so that's the worst thing that can happen to us, basically. Yeah, well, one of the worst things. Yeah. But and that's a danger caused by stupidity. Yes. Not by the bear. And that's it. Everyone that's in this industry or in Churchill, yourselves, anyone coming to Churchill, they're generally wildlife lovers, so nobody wants to see a bear harmed. So for our own viewing pleasure. So it's just really being smart and thinking about what would happen, worst case scenario. This bear would have to be shot, you know.
nobody wants that. So. Und hier wirklich rumzulaufen, ist hochgefährlich. Aber ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, es ist nicht sehr gefährlich, hierher zu kommen. Die Leute hier kennen sich aus, die leben mit Eisbären. Es gab seit über einem Jahrzehnt keinen Zwischenfall mehr mit einem Menschen. Es gibt einfach Regeln, an die man sich halten muss. Und wie immer ist es, Dummheit wird bestraft und wer Dummes tut, dem können Unfälle passieren in der Natur. Ist einfach so, ist immer so. Und hier sind die Regeln einfach anders und sie sind strenger. Das ist das Besondere an Churchill. Can hide really well, because that's, I think, very surprising Yeah. to a lot of people. Yeah, it's very. You can lose them in the rocks and lose them in the willows. Once they go into willows, it can be a very small patch of willows, but they could be gone in seconds. So you just never really know where they are. Mit dem Auto patrouillieren wir dieses kleine Wegesystem, das es hier gibt, vorwiegend an der Küste entlang, an den Stränden entlang, an den Felsen, und dort wandern die Eisbären am meisten. Das heißt, wir hoffen einfach, einen laufenden Eisbär zu finden. Das ist am einfachsten, weil sobald die Tiere sich hier irgendwo zwischen die Felsen legen oder zwischen die Weiden, das sind zwar nur Büsche, die so hoch sind hier, und dann sind die verschwunden. Das heißt, wir fahren einfach rum und hoffen, im richtigen Moment zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Also das Gefühl, wenn ihr jetzt mit dem Auto da draußen unterwegs seid, das könnt ihr euch so vorstellen, man steigt aus dem Auto aus und hat so eine gewisse Anspannung, wenn man einfach weiß, okay, wenn ich jetzt die Ecken nicht gut einsehen kann, ist da jetzt ein Bär, oder wenn ich vom Haus draußen unterwegs bin, man schaut einfach viel aufmerksamer nach, man ist viel präsenter, was gut ist, und man muss das auch sein, weil man will einfach keinesfalls davon überrascht werden, weil wenn das einmal wirklich passieren sollte, kann das sehr schlimm ausgehen, das wollen wir nicht. Deswegen, man ist sehr aufmerksam, man hat eine gewisse Grundanspannung den ganzen Tag über, wenn man da draußen unterwegs ist, und will einfach tunlichst vermeiden, dass man durch eine Unachtsamkeit eine sehr neue Bärenbegegnung riskiert. Also da kann überall ein Bär drin sitzen, du wirst ihn sehen, weil du hast da überall Mulden, Steine, Felsen. Ah, das wird ein Abenteuer, hey. Obwohl wir mit einem riesen Auto rumfahren. Hey, boah. Arktische Safari. Ich sag's euch, das ist keine Übertreibung jetzt, ohne Scheiß. Spannend. Und das Auge hat sich auch noch nicht so angepasst drauf, einen Stern von einem Eisbären zu unterscheiden. Ja, also Eisbär, Stein. Eisbär, Stein. Ja. Das ist ein Ort, hey, wow. Das Habitat, es ist, wie man sich vorstellt, aber auch nicht. Wer Eisbären hört, der weiß, Eisbären leben im hohen Norden, ein hartes Klima, ewiges Eis. Aber wir befinden uns hier in einer der südlichsten Eisbärpopulationen. In der Hudson Bay sind die südlichsten Vorkommen der Eisbären. Und das heißt, hier sind wir tatsächlich an der Grenze, wo die Taiga, also die borealen Wälder, die Nadelwälder, auf die Tundra treffen. Also an der letzten Ausbreitungsgrenze von Bäumen. Man sieht hier auch eigentlich kaum einen Baum, der mal größer als 5 Meter oder dicker als so ist. Das heißt, viel Offenland, vereinzelt Bäume, und das Offenland besteht aus winzigen Sträuchern, an geschützteren Stellen auch aus ganz vielen Flechten, die Rentierflechten, die Karibus, also die nordamerikanischen Rentiere, viel fressen. Also wir sind im Übergang der borealen Zone in die arktische Tundrenzone. Das ist ein ganz besonderer Zwischenraum. Das Meer ist eiskalt und das bläst diese kalten Winde hier drauf, und deswegen können hier eben diese Bäume nicht mehr wachsen, obwohl wir gar nicht so weit nördlich sind. Wir sind ja recht weit südlich vom Polarkreis, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Aber das Meer, die Hudson Bay, die kühlt diese Region so aus, dass es eben so ein harsches Klima ist. Ihr hört den Wind draußen heulen. Es ist jetzt gerade Hochsommer und es ist trotzdem ganz schön kalt, ganz schön windig. Wenn der Wind vom Meer kommt, ist hier auch im Sommer fast Winter. Heute pfeift ein richtiger Nordwind, selbst im Sommer, weil die Bucht nur 3 Grad hat, ist das richtig kalt. Das merken nicht nur wir, sondern auch die Vegetation. Voll krass, man sieht hier ganz viele von diesen Fichten. Die stehen halt das ganze Jahr in diesen eiskalten Nordwinden und können nur auf dieser Seite wirklich große Äste und Nadeln ausbilden. Die versuchen das hier, aber die gehen immer wieder kaputt. Da hat man diesen ganz klassischen Wuchs hier.
mit einem Rock sozusagen um den Boden rum, wo es ein bisschen windgeschützter ist. Und diese Seite komplett kahl. Das liegt daran, weil wir hier in der Krummholzzone sind. Das ist wirklich so die letzte Ausbreitung von Bäumen. Danach kommt nur noch Tundra, da kann kein Baum wachsen. Das hier ist schon eine maximal große Fichte. Das ist wirklich die letzten Ausläufer. Danach kommt die baumlose Einöde der Tundra. Man fährt oft lange herum, bis man mal wieder ein paar Tiere sieht. Und das ist klassisch arktisch. Diese kalten Regionen können übers Jahr wenig Tiere ernähren. Es gibt Ausnahmen, es gibt manchmal so Hotspots, wo die Arktis explodiert mit Leben, wo sich viele Tiere versammeln, Seevogelkolonien sind oder riesige Herden Karibus durch die Tundra ziehen. Das gibt es, aber das ist immer konzentrierter und in der Regel ist es sehr ruhig hier. Es gibt ein paar sehr coole Tiere, aber denen begegnet man eben nicht andauernd, nicht hinter jeder Ecke blüht das Leben. Ich filme mir gerade eines der ikonischsten Tiere Nordamerikas. Weißkopfseeadler. Vor ein paar Jahrzehnten so gut wie ausgestorben wegen DDT, dem Pestizid. Die Eierschalen von denen so dünn geworden und von anderen Raubvögeln auch. Dass ganz viele Bruten missglückt sind und die Tiere sind extrem selten geworden. Aber hier in der Hudson Bay gibt es wieder richtig viele. Da sehen wir andauernd, aber selten so nah wie hier. Wunderschön. Ein ausgewachsenes Tier, man erkennt es immer daran, dass sie einen weißen Kopf haben. Weil die Weißkopfseeadler haben erst ab ihrem 4. Lebensjahr so ein richtig weißes Gefieder am Kopf. Und, Fun Fact, wenn man Größenvergleiche machen will, unser Seeadler, der ja in der gleichen Gattung steht wie der Weißkopfseeadler, unserer ist größer. Von wegen Amerika ist immer alles viel größer und cooler. Hier oben in diesen nördlichen Klimaten weiß man ja, es gibt nicht so viele Arten wie in den Tropen zum Beispiel. Aber man denkt dann, es gibt eine große Anzahl von diesen wenigen Tieren. Aber das sieht man auch so die spektakulären Ansammlungen in den Dokus, aber im Großen und Ganzen sind die Tierdichten hier echt gering. Es gibt manchmal so Cluster, da kommen einfach ein paar Sachen zusammen und die Arktis explodiert mit Leben und ganz viele Arten sammeln sich dort eben in großer Zahl. Aber im Allgemeinen, so wie hier, da sieht man mal ein paar Kanadagänse, mal einen Adler, so regelmäßig, aber nicht viele. Und die Zahlen der Tiere sind echt gering, weil die Landschaft, das Klima einfach extrem hart ist und es kann nicht so viele Tiere ernähren. Ich suche jetzt schon ewig nach Eisbären. Und dann kriegt man irgendwann so ein Gefühl, so ach, um die Ecke kann ich ja noch gucken, vielleicht ist da einer. Aber das darf sich nie einschleichen, niemals eine Langeweile. Nur weil man sie nicht sieht, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Und das Gefährlichste, was passieren kann, nicht, dass ich da um die Ecke gucke und dann ist da ein Eisbär, sondern dass ich da um die Ecke gucke und auf einmal kommt hier ein Eisbär runter und ist zwischen mir und dem Auto. Weil, ja, dann gibt es kein Entkommen mehr. Und deswegen, also man muss permanent wachsam bleiben und sich wirklich zwingen, keine Dummheiten zu machen. Weil ein einfaches, ich gehe mal 50 Meter und gucke um die Ecke, was fast überall auf der Welt normal ist und okay, ist hier eben No-Go. Die Region ist zwar extrem bekannt und berühmt für ihre Eisbären, aber das sind tatsächlich nicht die einzigen Stars der Show. Es gibt hier noch andere Tiere im Wasser. Arktische Tiere, die gibt es nur in der Arktis. Und die sammeln sich hier gerade alle vor der Küste, da direkt wo der Fluss rauskommt. Und wenn man nicht wüsste, was man da vor Augen hat und einfach nur übers Meer guckt, denkt man, das sind einfach die weißen Kappen der Wellen, die so ein bisschen schäumen. Aber das Wasser ist ja komplett ruhig, ne? Und das sind einfach die Rücken der weißen Wale, die hier Hunderte kann man hier sehen. Das sind die Belugas, weiße Wale, die es nur in der Arktis gibt. Und die gibt es nicht nur in der Arktis, sondern in verschiedenen Populationen. Und wir sind hier in einer ganz besonderen, und das sind die Hudson Bay Beluga-Wale. Das sind ja knapp 60.000 der 200.000 Belugas, die es auf der Welt gibt, gehören zu dieser Population.
Die sind ein bisschen kleiner als zum Beispiel ihre Verwandten in Spitzbergen, aber das Besondere an denen ist, die sind viel geselliger. Die sammeln sich jetzt im Sommer hier in riesigen Gruppen direkt vor der Küste bei den Flussausläufen. Die Tiere sind hochsozial, die sammeln sich nicht nur in großen Gruppen, sondern sie interagieren miteinander, permanent am Sozialisieren, am Quatschen. Und das ist eben nicht nur auf andere Belugas beschränkt. Das heißt, wenn man hier mit Booten rausfährt, dann kann das sehr wahrscheinlich passieren, dass Belugas zum Boot kommen, um sich das anzugucken, von allen Seiten zu beäugen und dass sie ganz viele Geräusche machen und versuchen zu interagieren. Das sind wirklich neugierige Tiere, die alles erkunden wollen. Hans. Erster ist ein großer. Zwei Schnauzen, Augen. Ja, geil. Und dann im letzten Abendlicht haben wir unseren ersten eigenen Eisbären. Und es ist nicht nur einer, sondern zwei. Ich sehe gerade das Eisbärjunge. Es hat die Mutter aufgeweckt. Die ist richtig genervt, hat sich auf den Rücken gedreht und jetzt säugt das. Wir ja gerade eine Mutter-Eisbär mit ihrem Jungen hier haben. Das ist super spannend. Ich hoffe, ihr seht sie im Hintergrund so ein bisschen. Ist noch ganz weit weg, deswegen laufe ich hier so rum. Eisbärmütter haben eine der längsten Hungerperioden von allen Säugetieren auf der Welt. Von der Zeit, wo sie in den Bau gehen und ihre Jungen im tiefsten Winter dann zur Welt zu bringen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder aufs Meereis geht, zum Jagen und ihre Jungen mitnehmen kann, können bis zu 8 Monate vergehen. In der Zeit lebt sie nur vom angereicherten Körperfett. Das heißt, sie überlebt nicht nur 8 Monate ohne Nahrung, sondern sie produziert Nachkommen bis zu 4, 5 Baby-Eisbären, füttert die über Monate und hat dann noch genug Energie, um wieder jagen zu gehen. Es ist einfach energetisch praktisch unvorstellbar für ihn, wie das geht. Eisbärmütter sind die krassesten. Und es ist unterschiedlich, wie lange die Jungtiere bei der Eisbärmutter bleiben. In der Regel sind 2,5 Jahre. Sie können aber schon nach 1,5 Jahren verschwinden oder erst nach 3,5. Aber länger wird es eigentlich nie, weil dann kriegt die Mutter schon wieder den nächsten Satz Junge und vertreibt die Alten. Das ist der Eisbär, Leute. Und wenn man nur über Eisbären als diesen Top-Predator spricht, dann vergisst man auch oft, dass das eigentlich richtig liebe Tiere sein können. Und das sehen wir jetzt direkt vor uns. Wir haben diese Eisbärmama, die döst, die sich dann irgendwann widerwillig nach dem Anstupsen vom Jungtier auf den Rücken dreht. Das krabbelt auf die Mama drauf und fängt an zu säugen und die kuscheln. Und es ist ein richtig schöner, inniger Moment, wie diese Tiere da in der Abendsonne liegen. Und man sieht einfach, diese Mutterliebe, wie sie auf ihr kleines, fettes Bergkap aufpasst, das einfach keine Sorgen zu haben scheint. Die Mama schläft dann weiter und er sitzt einfach so süß da mit seinem dicken Bauch nach dem Essen. Das sind schon Eindrücke, die man nie wieder vergessen wird. Und es sind eben, Eisbären sind nicht diese großen, bösen Tiere, die einen essen wollen, sondern die leben einfach ihren Alltag und das sind große, schöne, kuschelige Tiere, die manchmal etwas wilder sein können, aber jetzt sehen wir eben auch diese sanfte Seite und das finde ich besonders schön bei unserer ersten Begegnung. Inniger und ungestörter geht es gar nicht als eine Mama, die im Halbschlaf ihr Junges säugt. Das ist Wildnis pur. Wir beobachten über Stunden diese wunderschöne Szene von der Eisbärmama mit ihrem Jungtier, gucken uns aber immer mal um, weil jederzeit ein Eisbär von irgendwo auftauchen könnte. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Jo, da ist noch ein Bär. Und der ist richtig fett. Der ist richtig fett. Der läuft ich glaube, das ist ein Männchen. Das ist ein richtig, richtig großes Männchen. Jo, ich glaube, sie jetzt auch raus.
Ja, wir haben jetzt stundenlang dieses Weibchen hier beobachtet und sie ist nie aufgestanden. Und jetzt, ja, das Jungtier liegt noch, das Weibchen ist aktiv. Ey, das ist wenn der hierher kommt, das kann ein richtiges Problem sein. Weil die Eisbärmännchen, die töten Jungtiere. Wenn die ein Muttertier mit Jungtieren finden, dann ist ein Infantizid, die bringen die um. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet unbedingt die nächste Folge ein, weil dann sind wir wirklich den Eisbären auf der Spur. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert den Kanal, weil dann können wir euch auch weiterhin diese wilde, weite Welt ins Wohnzimmer bringen.